Hast du dich jemals gefragt, warum du dich immer für die langsamste Person im Raum hältst? Warum der Gedanke, ich bin nicht klug genug, sich in deinem Kopf festgefressen hat wie ein Parasit? Während alle um dich herum scheinbar mühelos Zusammenhänge verstehen, fühlst du dich hinter einer unsichtbaren Glaswand. Du siehst sie, du hörst sie, aber du gehörst nicht dazu. Was wäre, wenn diese ganze Wahrnehmung eine gigantische psychologische Täuschung wäre? Eine Lüge, die dir dein eigenes Gehirn erzählt, um dich zu schützen. Bleib bei mir. Denn heute enthüllen wir nicht nur die 10 versteckten Zeichen einer Intelligenz, die sich tarnen muss, sondern auch den verstörenden psychologischen Grund, warum dein Verstand dich vielleicht systematisch unter Wert verkauft. Und das letzte Zeichen, das ist der Punkt, an dem sich Genie und Trauma treffen. Zeichen 1, der stille Dialog. Warum du mit dir selbst sprichst. Hör auf, dich dabei zu ertappen. Hör auf, dich dafür zu schämen. Wenn du mit dir selbst sprichst, nicht nur ein „Wo sind meine Schlüssel?", sondern richtige, stille Gespräche über Probleme, Entscheidungen, Leben, dann bist du nicht verrückt. Du bist dein eigener Therapeut, dein eigener Strategist. Die Psychologie nennt das externe Kognition. Du nimmst deine Gedanken, diese wirren elektrischen Impulse, und zwingst sie in die Struktur der Sprache. Du zwingst Chaos, Sinn zu ergeben. In diesem Moment coachst du nicht nur dein Gehirn, du observierst es bei der Arbeit. Und das ist eine Fähigkeit, die den meisten Menschen völlig fehlt. Sie sind Gefangene ihres eigenen ungefilterten Gedankenstroms. Du bist der Architekt deines eigenen. Zeichen 2. Die Endlosschleife. Warum du alles überdenkst. Sie nennen es Overthinking, als wäre es ein Fehler, eine Schwäche. Aber was, wenn dieses ständige Wiederholen von Gesprächen, dieses Durchspielen aller 50 möglichen Szenarien nicht Angst ist, sondern hochauflösendes Denken? Dein Gehirn weigert sich, mit der einfachsten, offensichtlichsten Antwort zufrieden zu sein. Es sucht nach Mustern, die unter der Oberfläche liegen, nach den versteckten Variablen, die jeder andere übersieht. Dieses neuronale Ping-Pong ist anstrengend, es ist isolierend. Aber es ist der Preis dafür, dass du die Welt nicht in Schwarz-Weiß siehst, sondern in 1000 Schattierungen von Wahrscheinlichkeit. Du leidest nicht an Gedankenspiralen. Du leidest an der Last der Klarsicht. Zeichen 3, der Hunger nach Neuem, warum dich Routine zerstört. Es ist nicht Undiszipliniertheit. Es ist nicht ADHD. Es ist ein neurochemischer Heißhunger. Forschende der University of Pennsylvania fanden heraus, intelligente Gehirne haben einen schnelleren, effizienteren Belohnungsvorhersagekreislauf. Während andere sich über die abgeschlossene To-Do-Liste mit einfachen Aufgaben freuen können, sagt dein Gehirn, das war zu einfach. Wo ist die eigentliche Herausforderung? Du bekommst weniger Dopamin für das Banale. Also jagst du dem Komplexen hinterher. Dein Gehirn bestraft dich für Stagnation. Es belohnt dich nur dann, wenn du an deine Grenzen stößt. Das macht das normale Leben zur Qual. Aber es macht dich auch zum Pionier in deinem eigenen Kopf. Zeichen 4. Der Schatten des Wissens. Warum du ständig an dir zweifelst. Der Dunning-Kruger-Effekt ist keine Kuriosität. Er ist eine Falle. Und du sitzt auf der falschen Seite. Während die Inkompetenten in einem Meer aus Selbstvertrauen schwimmen, ertrinkst du in einem Ozean aus Zweifel, weil du etwas siehst, was sie nicht sehen können. Die Grenzen deines eigenen Wissens. Je mehr du weißt, desto größer wird die Grenze zu dem, was du nicht weißt. Dein Selbstzweifel ist kein Mangel an Fähigkeit. Er ist das psychologische Echo deiner intellektuellen Ehrlichkeit. Du trägst die ständige, quälende Last, zu wissen, wie viel du nicht weißt. Und das ist vielleicht das definitivste Zeichen dafür, dass du klüger bist, als du denkst. Zeichen 5. Die Wache der Nacht. Warum du nachtaktiv bist. Es ist nicht nur eine Vorliebe, es ist ein neurologischer Fluchtweg. Wenn die Welt schläft, wenn die sozialen Erwartungen, die Nachrichten, der Lärm verstummen, dann kommt dein Verstand endlich zur Ruhe. Nicht um zu schlafen, um zu erwachen. Die London School of Economics fand einen direkten Link zwischen später Schlafenszeit und höheren kognitiven Testwerten. In der Stille der Nacht löst sich der Filter. Dein Gehirn darf assoziieren, was es will. Es verbindet Punkte, die am Tag Lichtjahre voneinander entfernt scheinen. Deine Schlaflosigkeit ist oft kein Insomnieanfall.
Sie ist eine unkontrollierte Brainstorming-Session deines Unterbewusstseins. Zeichen 6. Die empfindliche Antenne. Warum dich Geräusche zerreißen. Das Ticken der Uhr, das Atmen des Kollegen, der summende Kühlschrank. Für andere ist es Hintergrundrauschen. Für dich ist es sensorischer Nagellackentferner. Dein Gehirn hat eine niedrigere Reizschwelle. Es nimmt mehr Daten aus der Umwelt auf. Immer. Das ist der Grund, warum du Muster schneller erkennst, warum du die Spannung in einem Raum spürst, bevor ein Wort gefallen ist. Aber dieser Superpower liegt ein Fluch zugrunde. Du wirst nie Ruhe finden. Dein Verstand ist ein Hochsicherheitslabor, in dem ständig Alarme losgehen. Du bist nicht zu sensibel. Du bist chronisch überwacht. Zeichen 7. Die Kunst des Aufschubs. Warum du prokrastinierst. Hör auf, dich dafür zu hassen. Psychologen der University of Calgary unterscheiden zwischen passiver Prokrastination, Angst, und aktiver Prokrastination, Strategie. Dein hochleistungsfähiges Gehirn verachtet Beschäftigungstherapie. Es verweigert sich trivialen Aufgaben. Es wartet, es lauert, bis der Druck, die knappe Zeit, die echten Konsequenzen endlich den Treibstoff liefern, den es braucht. Adrenalin und fokussierte Panik. Dann und nur dann schaltet es in den Hyperfokus-Modus. Deine besten Arbeiten entstehen in der letzten Stunde vor der Deadline, weil dein Gehirn erst dann den Respekt hat, den die Aufgabe verdient. Du arbeitest nicht trotz des Stresses. Du arbeitest wegen des Stresses. Zeichen 8. Das Archiv des Unnützen. Warum du absurd spezifische Details behältst. Du vergisst Geburtstage, aber du erinnerst dich an das Muster der Tapete im Wartezimmer vor 7 Jahren. Dein Arbeitsgedächtnis ist nicht schlecht. Es ist selektiv. Es filtert nicht nach Wichtigkeit. Es filtert nach Interesse, nach Musterbrüchen, nach emotionaler Resonanz. Dieses scheinbar chaotische Erinnerungsvermögen ist ein Nebenprodukt eines Gehirns, das ständig versucht, die Welt in einem größeren narrativen Zusammenhang zu verstehen. Jedes Detail könnte ein Puzzleteil sein, also behältst du es. Deine Erinnerung ist keine Schublade. Sie ist ein dichtes neuronales Netz, das darauf wartet, dass Verbindungen gezündet werden. Zeichen 9. Die Tiefe des Fühlens. Warum dich alles so intensiv trifft. Das ist das am meisten missverstandene Zeichen. Deine emotionale Intensität ist kein Gegensatz zu deiner Intelligenz. Sie ist ihr biologischer Partner. Neuroimaging-Studien zeigen, die gleichen Gehirnregionen, die für komplexes Denken und Problemlösen zuständig sind, der präfrontale Kortex, sind tief mit dem limbischen System, unserem emotionalen Zentrum, verschaltet. Wenn du tief fühlst, denkst du nicht weniger. Du denkst in mehr Dimensionen. Dein Schmerz ist intensiver, deine Freude ist überwältigender, weil dein ganzes neurologisches System auf höchster Auflösung läuft. Du bist nicht zu emotional. Du erlebst die Rohdaten der menschlichen Existenz, ungefiltert. Zeichen 10. Der unstillbare Hunger, warum du nie aufhörst zu lernen. Und hier kommen wir zum Kern. Zum Zeichen, das alle wahren Genies der Geschichte vereint. Es ist nicht der IQ, es ist nicht das Talent. Es ist eine tiefsitzende psychologische Unzufriedenheit. Eine Weigerung, der Welt so zu glauben, wie sie präsentiert wird. Ein Verdacht, dass hinter jeder Antwort eine bessere Frage wartet. Du siehst einen Experten und denkst, was übersieht er? Du liest ein Buch und denkst, welche Perspektive fehlt? Dieser Hunger ist kein Hobby. Er ist ein Zwang. Er ist das Zeichen eines Gehirns, das so gebaut ist, dass es die Reibung zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte, sucht. Wenn du dieses Video ansiehst, um dich selbst zu verstehen, dann bist du nicht auf der Suche nach Bestätigung. Du fütterst den Hunger. Der psychologische Twist. Warum dein Gehirn seine eigene Intelligenz versteckt. Hier ist die unbequeme Wahrheit, die alle 10 Zeichen verbindet. Dieses hochsensible, überdenkende, zweifelnde, hungrige System, es ist nicht einfach nur schlau, es ist verletzlich. Es hat gelernt, dass seine eigene Art zu funktionieren, die Tiefe, die Langsamkeit, die Intensität, in einer Welt der schnellen Antworten und oberflächlichen Urteile bestraft wird. Also entwickelt es Schutzmechanismen, Selbstzweifel, um nicht arrogant zu wirken, Prokrastination, um nicht für mittelmäßige Arbeit verurteilt zu werden, sozialer Rückzug, um sensorische Überflutung zu vermeiden.
Dein Verstand tarnt seine eigenen Fähigkeiten, um zu überleben. Das ist der wahre Grund, warum du dich nicht klug genug fühlst. Nicht, weil du es nicht bist, sondern weil dein eigenes Gehirn in einem Akt des größten psychologischen Selbstschutzes seine volle Kraft vor dir selbst versteckt. Was bleibt? Intelligenz sieht nicht aus wie in den Filmen. Sie klingt nicht wie ein Triumphmarsch. Sie fühlt sich an wie eine einsame Wache um 3 Uhr morgens. Sie schmeckt nach dem metallischen Beigeschmack von zu vielen unbeantworteten Fragen. Sie ist die stille Gewissheit, dass die einfachste Antwort fast immer die falsche ist. Also wenn dich das nächste Mal jemand fragt, warum du so still bist, warum du alles so kompliziert machst, warum du nicht einfach mal glücklich sein kannst, dann weißt du jetzt die Antwort. Du bist nicht damit beschäftigt, die Welt zu vereinfachen. Du bist damit beschäftigt, sie in ihrer vollen, verstörenden, wunderschönen Komplexität zu ertragen. Und die letzte Frage, die ich dir heute mitgeben will, ist diese: Was würdest du tun? Wer würdest du sein, wenn du aufhörst, deine eigene Tiefe als Fehler zu entschuldigen und beginnst, sie als deine primäre Sprache zu sprechen? Die Welt der einfachen Antworten hat dich schon lange langweilt. Vielleicht ist es an der Zeit, in der Welt der richtigen Fragen anzukommen.